Günstig fliegen und Business Class. Das ist doch ein Widerspruch in sich. Jeder weiß, Business-Class-Flüge kosten mindestens das Doppelte im Vergleich zu einem Economy-Flug. Und selbst Economy-Flüge halten viele noch lange nicht für günstig und steigen lieber in einen Billigflieger, zum Beispiel von Ryanair. Ja, kannst du so sehen oder dir dieses Video anschauen. Hier geben wir dir nämlich geballte Tipps, wie du tatsächlich an echt günstige Business-Class-Tickets rankommst. Ja, die sind teurer als Billigtickets, aber dafür fliegst du ja auch Business-Class und wirst nicht in die Holzklasse eingepfercht. Hey, hallo und herzlich willkommen. Musst du dafür dienstags zwischen 10 und 11 buchen, ein smartes VPN nutzen, inkognito browsen? Natürlich nicht. Wir sind der True Miles Podcast. Wir erzählen dir keinen Unsinn, sondern nur von Tipps, mit denen wir uns wirklich auskennen. Also mindestens du, Kai. Hallo Wolfgang, guten Morgen. Warum fliegst du ausschließlich Business Class, wenn es irgendwie geht? Was unterscheidet die Business Class von der Economy Class? Ja, vielleicht noch mal einen Schritt vorweg. Du hast gerade gesagt, Business Class kostet mindestens das Doppelte. Zeig mir die Webseite, auf der ich Business Class für den doppelten Preis eines Economy-Flugs buchen kann, und ich buche da nur noch. Die haben den besten, treuesten Kunden. Also ich würde sagen, ein Economy-Preis von 600 €, da kannst du damit rechnen, dass das Business Class-Ticket, das reguläre Business Class-Ticket 4.000 € kostet, so um den Dreh. Also ist schon ein bisschen teurer als doppelt so viel. Ich habe reißerisch übertrieben, aber das war ja der Einstieg. Ja, genau. Wir erklären den Leuten jetzt ja, wie sie so ungefähr für den doppelten Preis tatsächlich günstige Business-Class-Tickets finden. Warum fliege ich nur noch Business Class? Weil ich mittlerweile auch über 50 bin und das einfach nicht mehr aushalte. 10 Stunden oder länger. Ich fliege ja hier immer Richtung Thailand, sind immer 10, 12 Stunden. Und das halte ich grundsätzlich nicht mehr aus. In dem Käfig hinten, in der Legehennenbatterie sozusagen, da habe ich keine Lust mehr zu. Von den 30 Jahren, die ich inzwischen reise ich tatsächlich erst 10 Jahre wirklich komfortabel. Ich habe vorher auch als Backpacker bin ich viele Jahre um die Welt gereist. Und da habe ich es auch immer nur möglichst billig haben wollen. War so eine Art Lebenseinstellung. Das ist zum Glück vorbei inzwischen. Also das mache ich nicht mehr. Also ich erinnere mich. Ja, so alt sind wir beide dann doch noch nicht, dass wir uns nicht an die schlimmen Zeiten auf den hinteren Bänken erinnern können. Kommen wir zum Unterschied Economy Business Class. Das sind 3 Dinge im Großen und Ganzen. Zum einen gibt's die Priority Services und die Lounge, also alles das, was sich am Boden abspielt. Du kannst an einem Priority Check-in einchecken. Du kannst die Priority Lane, also die Fast Lane bei der Sicherheitskontrolle wählen. Du kannst dich danach in der Lounge ausruhen. Du kannst dann als Erster an Bord steigen, das Priority Boarding, und du bekommst auch noch als Erster dein Gepäck vom Gepäckband am Ende. Also das Ganze ist ziemlich seamless, wie man auf Englisch so schön sagt. Also eine schöne Reise, die durch nichts unterbrochen wird. Das ist also der eine Punkt, diese ganzen Priority Services, die das Leben einfach ein bisschen leichter machen. Das zweite ist der bequeme Sitz. Das ist im Grunde genommen die Hauptsache, warum die Leute Business Class fliegen. Du hast Abstand zu deinen Mitreisenden, du hast das flache Bett, auch wenn das in einem Fußraum verschwindet, wo man dann nicht wirklich bequem liegt, aber es ist immerhin, man liegt. Ne? Also das ist in der Economy vollkommen undenkbar. Man liegt, und das fast 360, also flat. Das ist halt toll. Und wer einmal Business Class geflogen ist, der will nie wieder hinten im Flugzeug sitzen. Ich habe die kulinarischen Genüsse natürlich vergessen. Du bekommst ein 4-Gänge-Menü statt Economy-Schlotze. Du hast kostenlose Getränke, auch Premium-Getränke. Das kostet dafür eben auch ein bisschen mehr, aber es ist einen bestimmten Aufpreis wert. Und wie viel Aufpreis das wert sein sollte, das muss natürlich jeder selbst entscheiden. Aber wir wollen eben so einen kleinen Anreißer geben dafür heute in diesem Video, wie man das auch tatsächlich so günstig findet, dass der Preisunterschied vertretbar ist. Ja. Du sprichst so harmlos von Premium-Getränken. Das kann dann durchaus mal ein Champagner sein oder einen schönen Port zum Abschluss deines Menüs. Da kommen wir dann gerne noch in die Details, aber das lassen wir jetzt noch mal weg, weil wir wollen ja jetzt real reden. Was kostet mich denn der Spaß? Wir haben jetzt schon über 2-fach, 4-fach, 5-fach gesprochen im Vergleich zum Economy-Ticket, zum typischen. Aber was kostet mich der Spaß in der Business Class? Also man kommt, das habe ich ja gerade schon angedeutet, auch unter Zuhilfenahme von Tricks, fliegen zum Economy-Preis, das erzählen euch die Influencer, das ist dummes Zeug, das gibt's nicht. Du fliegst Business nicht zum Economy-Preis. Wir sind keine Influencer. Mir ist das wahrscheinlich auch schon irgendwann mal rausgerutscht. Also irgendwer, der alle 280 Folgen von uns gesehen hat, wird jetzt wahrscheinlich in den Kommentaren schreiben, das hat der Berger aber selber mal behauptet. Das ist so nicht. Das ist auch so selbst mit Meilen nicht so. Wenn die Meilen einen bestimmten Preis haben, dann fliegt man nicht zum Economy-Preis Business Class. Aber es muss nicht viel mehr sein, sagen wir mal so. Es gibt ein paar Tricks, wie man gegen einen vergleichsweise geringen Aufpreis Business statt Eco fliegen kann. Das
das Zauberwort dabei. Das haben wir schon in vielen unserer 280 Folgen immer mal wieder betont. Das Zauberwort ist eben Flexibilität. Flexibilität bei den Reisedaten. Kann ich vielleicht auch eine Woche nach den Sommerferien fliegen? Kann ich so ein bisschen in den Shoulder Seasons fliegen? Eben dann, wenn nicht alle Familien mit Kindern unterwegs sind. Und bin ich vor allen Dingen, das ist der Trick, der die Preise wirklich purzeln lässt, bin ich flexibel beim Abflughafen. Das heißt, habe ich auch die Möglichkeit, nicht von einem deutschen Flughafen abzufliegen, sondern mit einem Zubringer, mit einem sogenannten Positionierungsflug, dann vielleicht aus dem benachbarten Ausland zu fliegen. Die meisten Airlines haben halt Angebote aus dem Ausland auf ihrer Webseite tatsächlich auch einsehbar. Also die verstecken das nicht mal großartig. Das gibt so ein paar Klassiker, Deal-Destinationen sozusagen. Die rotieren so übers Jahr immer mal, aber so klassischerweise ist es immer Amsterdam ist dabei, dann Skandinavien, vor allen Dingen Oslo und Stockholm, aber auch Kopenhagen mitunter. Budapest ist sehr beliebt, Mailand, Paris, London, Helsinki mitunter. Also im weitesten Sinne das benachbarte Ausland. Ja, das ist dann schon ein bisschen weiter gefasst und es wird noch ein bisschen weiter. Manchmal gibt es sogar günstige Flüge ab Athen oder Kairo und Madrid auch immer mal wieder. Da kostet natürlich der Zubringer dann tatsächlich ein bisschen mehr Geld, aber man kann da wirklich Geld sparen. Günstige Preise gibt es selten so das ganze Jahr und es gibt sie vor allen Dingen nie jeden Tag. Also man darf jetzt nicht erwarten, wenn ich dann aus Amsterdam abfliege, dann kann ich mir den Tag aussuchen und dann kann ich an dem Tag dann halt für 1.500 € fliegen oder so. Das wird nicht funktionieren, deshalb man muss eben auch Flexibilität bei den Reisedaten haben und gegebenenfalls eben auch mal beim Reiseziel vielleicht einfach mal nach Singapur fliegen statt nach Bangkok. Kleiner Scherz, ne, wer will schon nach Singapur? Und wer sich seinen Urlaubszeitraum ein Stück weit selbst auswählen kann, der sollte erst schauen, wann es günstige Preise gibt und dann den Urlaub einreichen. Viele machen den Fehler, dass sie erstmal den Urlaub einreichen beim Chef und wenn der Urlaub genehmigt ist, dann setzen sie sich am Computer und suchen nach günstigen Tickets. Das ist natürlich der Kardinalfehler. Es ist immer einfacher, wenn man erstmal guckt, an welchen Tagen gibt es zu meinem Traumziel halt irgendwie günstige Tickets, ab welchen Abflughafen und dann eben den Urlaub einreichen, dann buchen und glücklich sein, weil man halt für wenig Geld auf die Malediven fliegt. Das fällt mir gerade auf, ich muss meine Dienstkleidung noch richten. Ist mein Logo dann auch zu sehen? Ja, sehr schön. Das strahlende Blau tut dem Ganzen gut. Aber jetzt hast du eine ganze Menge Abflughäfen aus dem im allerweitesten Sinne benachbarten Ausland genannt. Leider waren da keine deutschen Flughäfen dabei. Das ist natürlich, jetzt wollen wir hier Werbung machen für Business-Class-Flüge und die Leute sollen aus Athen abfliegen, womöglich nach Singapur. So richtig nach Werbung klingt das noch nicht. Ist es unmöglich, ab Deutschland günstige Business-Class-Flüge zu finden? Nein, wir haben jetzt gerade eben, das hätte ich vielleicht deutlicher dazu sagen sollen, haben wir über günstige Flüge mit der Lufthansa-Gruppe geredet. Also die genannten Abflughäfen sind bekannte Sweet Spots für günstige Business-Class-Flüge mit Lufthansa, Swiss, Austrian Airlines und dahinter stecken eben zwei strategische Überlegungen. Das eine ist, haben wir auch schon öfter mal, zuletzt in unserem Video, wie man Airlines austricksen kann. Da haben wir den Trick, den wir heute vorstellen, haben wir in diesem Video schon mal gelegt. Umsteigeverbindungen sind immer günstiger als Direktverbindungen. Das ist Regel Nummer 1 beim günstig Fliegen. Und Umsteigeverbindungen in Heimatmärkten von konkurrierenden Airlines, wie zum Beispiel Amsterdam, wo KLM halt den Hub hat, wie in Paris, wo Air France den Hub hat, wie in Madrid, wo Iberia seinen Hub hat und eben London Heathrow, wo British Airways sitzt. Die werden natürlich von Lufthansa günstiger angeboten, um den dortigen Konkurrenten dann Kunden abzuwerben. Dann gibt es sogenannte Battleground States, wo es keine eigene National-Airline gibt. Das sind zum Beispiel Budapest oder auch Mailand. Budapest, Ungarn ist ein durchaus attraktiver Markt für Airlines. Ungarn selbst hat eben keine Airline und deshalb versuchen eben alle großen Netzwerk-Airlines in den Markt reinzugehen mit günstigen Angeboten, um da ein Stück von Osteuropa irgendwie abzubekommen. Und Mailand, das ist ein kleiner Ausnahmefall, da gibt's ja jetzt ITA Airways, die ja nun von Lufthansa tatsächlich auch offiziell zum 13.01. Teil übernommen werden, so 41%. Und dann wird wahrscheinlich sich zumindest was Lufthansa angeht, die Preisgestaltung für italienische Abflughäfen ein kleines bisschen verändern. Lufthansa bietet natürlich auch keine günstigen Flüge ab Zürich oder ab Wien an, weil da eben die eigenen Airlines sitzen und denen machen sie natürlich keine Konkurrenz. Weiterer positiver Effekt günstiger Flüge aus dem Ausland für die Airline ist, dass eben das Feeder-Netzwerk aus Zubringern und Abbringern dadurch besser ausgelastet und damit eben wirtschaftlicher wird. So große Airlines wie British Airways oder Air France oder eben auch Lufthansa, die leisten sich ja den Luxus, dass sie sich ihre Passagiere aus ganz Europa einsammeln und dann eben zu ihren eigenen Hubs fliegen. Also Lufthansa nach Frankfurt oder nach München. Diese sogenannten Feeder-Flüge, also sie füttern ihre eigenen Langstreckenflüge. Diese Feeder-Flüge, die bringen natürlich relativ wenig Geld erst einmal. Insgesamt
insgesamt ist natürlich das Geschäft innereuropäisch auch nicht unbedingt was, wo man jetzt richtig dicke Renditen mitmachen kann. Insofern hilft das einfach auch, das Flugzeug voll zu bekommen, indem man günstige Preise im Ausland anbietet und dann damit auch noch den Vorteil hat, dass man eben das Flugzeug von Amsterdam nach Frankfurt auch noch voll bekommt. Aber nochmal konkret, ich bleibe jetzt hartnäckig, Trumals Podcast. Was heißt günstig? Über welche Preise reden wir jetzt, wenn wir über Business Class reden? Wenn der Flug regulär 6.000 Euro kostet und ich bekomme ihn für 3.000, dann ist das super günstig. Aber für die meisten Leute ist das immer noch ein irrer Preis. Also, was heißt günstig, wenn wir über Business Class Flüge reden? Wenn wir über Lufthansa Business Class reden, also für mich ist ein Preis günstig, wenn er bei 2.000 hört bei mir die Range auf. Das ist das, was ich bereit bin zu zahlen. Wenn es teurer wird, wenn es deutlich teurer wird, vielleicht auch nochmal 2.100 mit Blumen auf dem Tisch. Aber grundsätzlich bei 2.000 steige ich normalerweise aus, wenn es Lufthansa-Flüge sind oder wenn es eben Lufthansa-Gruppe-Flüge sind. Während Corona war es deutlich günstiger. Da ging es so bei 1.200 los und so bei 1.500 war so der normale Durchschnitt. Mittlerweile ist es natürlich nach Corona wieder ein bisschen teurer geworden. Aber Lufthansa ist durchaus auch noch gezwungen mit dem alten Mobiliar, dass sie durch die Welt fliegen, dass sie da einfach auch niedrigere Preise anbieten müssen. Also sie können mit ihrer uralt Bestuhlung in 222 können sie eben keine 4.000 mit Abflug aus dem Ausland verlangen, sondern da bist du eigentlich immer unter 2.000 Euro. Deshalb ist Lufthansa von den großen Netzwerk-Airlines, über die wir jetzt reden, auch in der Regel der günstigste, aber du hast dann eben immer noch den Weg ins Ausland. Also unter 2.000 bei Lufthansa, bei Air France, British Airways, KLM, wen haben wir noch? Condor könnten wir noch nehmen, aber Condor ist ein Sonderfall, kommen wir gleich nochmal drauf. Bei den anderen 3 großen Netzwerk-Airlines, da geht es so um die 2.000 Euro. Da können es dann auch mal bis zu 2.400 Euro werden, so ab 1,8 bis 2,4, da bewegen sich eben Air France, KLM, je nach Ziel, teilweise nach Südamerika geht's mit KLM oder Air France auch mal deutlich günstiger. In die USA geht's mit British Airways mitunter mal günstiger, wo die ja verdammt viele Strecken bedienen und auch verdammt viele Flüge pro Tag haben. Die sind eigentlich nie alle voll, deshalb kann man da tatsächlich dann auch noch mal ein bisschen günstiger fliegen. Aber für Lufthansa reden wir über Preise, wenn wir über billig reden, reden wir über Preise unter 2.000 Euro. Und falls du jetzt geschockt bist, reden wir über One-Way oder Return? Return. Bei Prämienflügen, da redet man immer mit One-Way-Preisen, aber bei Cash-Tickets geht es immer um Return-Flüge. Und wir reden über Langstrecken. Also wir reden nicht mal nach Spanien fliegen, sondern wir reden über Interkontinentalflüge. Genau. Also zum Beispiel, du hast ja schon Ziele genannt, die einen wollen nach Bangkok, die anderen wollen unbedingt nach Singapur, obwohl es der liebe Kai überhaupt nicht verstehen kann. Und. Den Trick, ich suche nach Airlines mit Abflug im benachbarten Ausland. Das ist dann der Hub, der Heimatflughafen von, sagen wir mal, KLM in Amsterdam oder sagen wir British Airways in London. Der Trick, den kann ich doch umdrehen. Ich nehme einfach Deutschland als benachbartes Ausland und suche mir Airlines aus, die im Ausland beheimatet sind, wie eben KLM in den Niederlanden oder British Airways in England und suche dann nach Flügen mit diesen Airlines ab Deutschland. Ist das nicht ein geiler Trick? Du bist halt ein verdammt pfiffiges Kerlchen, das gut zugehört hat in den letzten 15 Monaten, die wir hier zusammensitzen und uns die Köpfe heiß reden. Ja, genau. Genauso funktioniert das Spiel und die jeweiligen Tools auf den Webseiten der Airlines, die sehen sogar auch fast genauso aus. Die sehen also alle sehr, sehr ähnlich aus. British Airways macht das gleiche Spiel wie die Lufthansa. Die Lufthansa bietet eben günstige Preise ab London an, um British Airways eine lange Nase zu zeigen. Und British Airways, KLM und Air France machen das gleiche Spiel. Nicht ganz so aggressiv wie Lufthansa, aber im Grunde das gleiche Spiel eben mit Abflug aus Deutschland. Also es macht bei diesen Airlines auch durchaus Sinn zu gucken nach einem Abflug ab Hamburg, ab Frankfurt, München, wo auch immer man eben gerade beheimatet ist. Und das kann dann eben auch günstiger werden. Wie gesagt, günstiger heißt bei diesen Airlines dann eher ab 2.000 Euro ein bisschen was drauf. Denn man darf nicht vergessen, auch wenn Deutschland mal benachbartes Ausland ist für diese Airlines, ist Deutschland halt immer noch ein großer Markt, ein sehr hochpreisiger Markt insgesamt, sodass man da immer ein bisschen mehr zahlt, als wenn man eben aus Amsterdam abfliegt oder aus Paris oder ähnlichen Städten. Und jetzt habe ich schon wieder eine Idee. Die Älteren werden sich erinnern, früher, als alles besser war, da gab es Last-Minute-Flüge. Das war der Hit, kann man heute auch nicht mehr so sagen, aber egal. Die Idee war, jede Airline will möglichst jeden Flug voll auslasten, das ist ja klar, das hat sich nicht geändert. Jeder leere Sitz kostet die Airline bares Geld. Also muss doch jede Airline ein großes Interesse haben, kurz vor Start noch nicht verkaufte Tickets schnell noch loszuwerden. Eigentlich fast zu jedem Preis, würde man sich so denken. Gibt es für Business-Class-Flüge eine Art Resterampe in den letzten Tagen vor dem Abflugtermin? Gibt's den Last-Minute-Markt überhaupt noch
heutzutage. Den gibt es erstaunlicherweise, aber nicht auf dem Cash-Ticket-Markt. Restplätze werden von den Airlines in der Regel an die Vielfliegerprogramme als Prämienverfügbarkeiten rausgegeben. Das ist ja das, worüber wir Meilensammler uns immer freuen. In den letzten 72 Stunden vor Abflug, da geht plötzlich was monatelang vorher gar nicht ging. Wenn da noch ein Platz frei ist, dann werden die Airlines nervös und hauen den raus. Warum hauen sie den lieber an das Vielflieger? Meilenflüge. Genau. Warum hauen die Airlines das lieber ans eigene Vielfliegerprogramm raus als auf den Cashmarkt, um sich eben die Preise nicht zu versauen? Wenn sich das rumsprechen würde, dass man in Lufthansa Langstreckenflug in der Business Class 3 Tage vor Abflug für 2.000 € bekommen würde, dann würde ja jeder spekulieren und würde wie damals eben zu den guten alten Zeiten des Last-Minute-Fliegens, würden die halt einfach warten, bis die Preise in die Knie gehen, und das haben die Airlines gelernt, das passiert denen nicht mehr. Also auch mit Abflug aus dem Ausland ist so ein paar Tage oder ein paar Wochen vor Abflug ist kein Schnäppchen zu machen in der Regel. Jedenfalls bei der Lufthansa-Gruppe. Bei Condor, das ist eine spannende Geschichte, da kann das schon anders aussehen. Condor hat ja auch keine Feederflüge, das ist ja gerade deren großes Problem, mit dem sie über Kreuz liegen mit Lufthansa. Das heißt, die bieten tatsächlich, wenn sie Schnäppchen anbieten, also so Last-Minute-Dinger, bieten sie die ab Frankfurt an. Also wer mal so einem typischen Condor-Ziel fliegen will, was ja überwiegend so Leisure-Ziele sind, also Urlaubsziele, dann macht es durchaus Sinn, bei Condor zu gucken. Und da gibt's auch bei Condor ein kleines Tool, wie man eben diese günstigen Flüge findet. Und die verlinken wir natürlich alle auch unten in der Description. Und kleine Warnung, bei Lufthansa und bei Condor, da verdienen wir sogar eine klitzekleine Provision, wenn ihr den Link benutzt, bei den anderen Airlines nicht. Also unbedingt mal in die Description gucken, bitte. Wo finde ich denn diese Angebote, Kai? Ist das geheim oder können wir das den Zuschauern und den Zuschauerinnen natürlich auch erzählen hier? Das können wir nur hier ganz exklusiv beim True Miles Podcast, können wir das erzählen. Kurioserweise, mach mal die Tür zu. Kurioserweise haben die Airlines, habe ich vorhin schon mal angedeutet, diese Angebote direkt auf ihrer Webseite. Zwar nicht groß auf der Startseite in einem Slider mit tollen Bildern, aber jetzt auch nicht sonderlich versteckt. Bei Lufthansa heißt das Ding Destination Finder, jedenfalls nennen wir das so. Den verlinken wir, wie gesagt, mal in der Description. Man gibt einen Abflugort ein, also man gibt zum Beispiel Amsterdam ein und dann gibt man als Reiseklasse Business Class ein. Dann kann man auch noch filtern nach einem bestimmten Reisezeitraum, aber wer jetzt besonders flexibel ist und einfach in den nächsten 12 Monaten irgendwo hinfliegen will, der lässt das mal offen und dann zeigt einem die Seite an der Stelle eben an, so mit einem kleinen Bildchen sogar, das sieht ganz süß aus, wohin es geht und was die günstigsten Preise sind. Und dann hast du so die üblichen Verdächtigen, also nach Kolumbien geht's zu ganz vielen Zielen, fast das ganze Jahr immer relativ günstig. Denn so nach Nairobi, Kenia geht's relativ günstig, Kilimanjaro mitunter mal günstig, was auch immer so im Middle East gerade los ist, mal Dubai. Dann gibt's auch immer mal Ziele in Asien, selten Bangkok, um ehrlich zu sein. Und dann steht eben dabei, wenn du für das ganze Jahr dir das anzeigen lässt, ab, sagen wir mal, 1.600 €. Indien ist übrigens auch immer gerne gesehen, also günstige Ziele. Dann zeigt dir das eben an für die nächsten 12 Monate, was der günstigste Preis ist. Und wenn du dann auf dieses Bildchen draufklickst, dann öffnet sich eben ein Kalender und dann zeigt er dir auch noch an, in welchem Monat dann die günstigsten Preise erzielt werden. Also man bekommt dann so ein Diagramm, Preisdiagramm für jeden einzelnen Monat. Dann siehst du, okay, in dem Monat gibt es günstige Preise, in dem Monat ist es eher ein bisschen teurer. Und dann kannst du dich durchklicken sozusagen bis zu dem Tag. Am Ende ist es natürlich auch nicht in dem Monat denn jeder Tag günstig, sondern dann gibt es eben so 3-4 Termine, an denen es günstig ist. Klar. Und dann weißt du, okay, vom 5. September bis zum 22. September kann ich nach Kolumbien fliegen für 1.400 € Business Class pro Person, Return. Und dann gehe ich zum Chef, frage ihn, ob ich Urlaub haben kann und dann buche ich das. Also eigentlich schon mal ziemlich perfekt. Im Detail gibt's dann noch die ein oder andere Tücke. Also es lohnt sich, den True Miles Podcast zu abonnieren und mit immer neuen Folgen dran zu bleiben. Du glaubst es nicht, wenn du jetzt neu dabei bist, was es da im Detail für Untiefen gibt und dass wir endlos drüber reden können. Aber ich wollte noch mal zu Lufthansa zurück, Kai. Also sagen wir jetzt mal, wir machen benachbartes Ausland, nehmen wir Holland, die Niederlande und wir fliegen ab Amsterdam. Ich wohne in Hannover, dann muss ich ja immer noch nach Amsterdam irgendwie kommen. Die Frage, die dahinter steckt und die uns ja auch oft gestellt wird in unseren Q&As, kann man das erste Segment nicht einfach auslassen und dann eben ab München oder ab Frankfurt einsteigen und dann der Airline eine lange Nase zeigen, weil man... Du denkst jetzt schon weiter. Outgesmart hat. Der Grund, warum der Flug so billig ist ja eben gerade, dass man aus Amsterdam abfliegt und eben nicht aus Frankfurt. Und deshalb ist es eben so günstig. Nun ist es ja aber so, wenn du ab Frankfurt fliegen würdest und der Preis wäre 4.500 € und du fliegst ab Amsterdam und der Preis ist dann plötzlich nur noch 1.800 €, dann ist der Flug nach Amsterdam, lass ihn 200 € kosten, das ist ja
ja dann im Hintern abgewischt, auf Deutsch gesagt. Also da würde ich am Ende mich nicht drüber streiten. Wenn man für 200 € dann noch einen Economy-Flug nach Amsterdam dazu buchen muss, bist du ja immer noch deutlich günstiger dabei. Und man kann durchaus mit der Bahn fahren. Man kann sogar auch mit der Bahn fahren. Ja, also jedenfalls, wenn man so aus Hannover kommt. Ja, genau. Und dann, Kai, habe ich gerüchteweise gehört, dass es Leute gibt, die wollen gar nicht irgendwo hinfliegen, also denen ist das Ziel ziemlich egal. Hauptsache, sie kriegen Status. Bei Lufthansa nennt sich der Status oder die Status Frequent Traveler, Senator oder Hon Circle. Wer so einen Status erreichen möchte oder muss, weil der Status abläuft und wieder aufgefrischt werden muss, für den sind doch diese Möglichkeiten ziemlich perfekt, oder? Ja, genau. Solche Leute, die sowas machen, die sitzen bei uns alle in der Patreon-Gruppe drin und diskutieren Tag ein, Tag aus über die schönsten Strategien und die schönsten Status-Runs, wie man seinen Senator möglichst kosteneffizient requalifizieren kann. Das heißt, wenn du auch so ein klitzekleines bisschen so jemanden in dir hast und versuchst, den immer zu unterdrücken, dann guckst du vielleicht mal. Einfach bei uns Patreon-Mitglied werden, da wird dir geholfen. Wenn du jetzt schon auf den Geschmack gekommen bist und das brennende Interesse in dir spürst, möglichst alles übers Fliegen mit Meilen und so zu erfahren, dann haben wir ein Angebot für dich. Du kannst auch gleich unsere Miles & More Masterclass buchen. Meilen einlösen wie die Profis. Haben wir gebacken. Aktuell 27 Lektionen, über 5 Stunden Videomaterial. Kannst du dir wahlweise angucken, so oft du willst. Es ist auch eine Community, du kannst Fragen stellen, mit anderen diskutieren. Da geht's drum, wie ihr eure Meilen bei Miles & More am besten einsetzen könnt, mit Schwerpunkt auf die Business Class und First Class. Kai, was bietet diese sagenhafte Masterclass im Detail? Wir befassen uns mit sämtlichen Aspekten des Meileneinlösens, von der Suche nach Verfügbarkeiten, Award-Chart, wie funktioniert das nochmal mit Abbringer und Zubringer, was sind Segmente, Layover, Stopover, was ist die 3-Regionen-Flugprämie, warum ist die 3-Regionen-Flugprämie eigentlich eine 5-Regionen-Flugprämie, wie ist das Round-the-World-Ticket aufgestellt und lohnt sich das, und was war nochmal ein Open Jaw und wie kann ich damit Meilen sparen. Dann gibt es halt ohne Ende Praxistipps zum Umgang mit der Hotline bei Miles & More, mit der ihr viel zu tun habt werdet, wenn ihr viel bucht, zu euren Fluggastrechten bei Verspätung, bei Annullierung, bei Downgrade, und wir klären im Vorbeigehen auch noch, ob und wann sich der Flex Plus Tarif lohnt, warum Upgrades fast immer eine schlechte Einlösung sind, wie man als Normalsterblicher in die Swiss First Class kommen kann, und wir zeigen euch auch noch, wie ihr auf einen Blick für 12 Monate sämtliche Verfügbarkeiten in der Business und First Class euch anzeigen lassen könnt. Und ihr bekommt sogar von uns noch einen Bonus von 30% obendrauf. Wolfram, wir müssen verrückt sein, oder? Ja, also heute vor allem. Es ist unfassbar. Habe ich vorhin gesagt, dass es kompliziert ist, aber wir machen es einfach. Der Kurs, der kostet Geld, aber das lohnt sich. Ich glaube, schon mit der ersten Business-Class-Buchung hast du die Kursgebühren schon wieder drin. Aber schau es dir mal in Ruhe an. Und wie gesagt, der Rabatt gilt auch. Also hier geht es jetzt weiter mit unserem Video zu der Frage, wie ihr Airlines austricksen könnt und günstige Flüge buchen könnt. Im Grunde genommen ist das gewissermaßen der erste Teil der Folge, die ihr jetzt gerade eben gesehen habt. Und wenn ihr das noch nicht gesehen habt, das Video von vor ein paar Wochen, dann solltet ihr euch das unbedingt jetzt hier nochmal anschauen. Wo er recht hat, hat er recht. Aber wenn du jetzt schon denkst, es war schon alles, nein, es gibt noch viel mehr, und deswegen unbedingt True Minds Podcast gucken oder hören. Uns gibt es auch wirklich als Podcast überall, Spotify, Amazon, wo du möchtest. Auch das bitte abonnieren. Da kannst du auch bequem beim Autofahren den Podcast hören. Wir bringen Woche für Woche 2 neue Videos. Wir bringen für die Platin-Mitglieder und die Patreons wöchentlich News raus. Also unbedingt dranbleiben. In diesem Sinne, alles Gute, alle Grüße. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, tschüss, ciao, ciao und tschüss, Kai. Tschüss.